Hallo zusammen, wir häkeln heute mit euch so einen Sommerteil. So schaut es aus. Für das Oberteil verwende ich die Cotton Softwolle von der Firma Rilana. Lauflinie 50 Gramm, 150 Meter. Für Größe 34, 36 braucht man ungefähr 100 Gramm Wolle. Ab 38 bis ungefähr 42 oder 40 braucht man 150 Gramm Wolle. So, genau, und ich habe die Häkelnadel Nummer 3,5 verwendet. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Häkeln. Also das Oberteil habe ich hier vorne und hinten geschlossen gehäkelt. Ich habe aber euch noch ganz zum Schluss die Möglichkeit gezeigt, wie man das Oberteil hier mit den Knöpfen häkeln kann. Das kann man zum Beispiel auch machen, falls man nicht so gut reinkommt. Man kann natürlich schon das anziehen, also bei den kleineren Größen, aber wenn man bei größeren, zum Beispiel für größere Größen häkelt, kann man auch hier vorne mit Verschluss arbeiten. Also wie gesagt, das habe ich euch dann zum Schluss auch nochmal erklärt und auch gezeigt. So, jetzt geht es hier um den Maschenanschlag. Also ich schlage für Größe 34, 92 Luftmaschen an, 36, 97, 38, 40 und 42. Das habe ich nach meiner Häkelart praktisch ausgerechnet. Wenn ihr andere Weite braucht, dann kann man auch Folgendes machen. Man steckt die Luftmaschen an. In der Breite, also man legt die Luftmaschen hier einmal um. Also praktisch von der Brustwarze bis zur Brustwarze sollen die Luftmaschen reichen. Und dann häkelt man das Ganze in Runden. Für das Oberteil schlagen wir die Luftmaschen an. Für Größe XS schlage ich 92 Luftmaschen. Für weitere Größen sich einfach an die Größe anpassen. Und zwar mit der Nadel gehe ich unter den Faden, ziehe diesen hoch, drehe die Nadel einmal komplett um, halte den Faden hier unten fest und häkle die erste Luftmasche. Und dann schlage ich die weiteren Luftmaschen an. So, wie gesagt, bei der Größe XS schlage ich dann 92 Luftmaschen an. So, wenn die Luftmaschen angeschlagen sind, ziehe ich hier den Faden etwas lang und schneide hier den Faden ab. So, dann mache ich Folgendes. Ich lege also ich zeige das Ganze erstmal in einem kleinen Stück und dann seht ihr auch, wie das große ausschaut. Ich lege mir die Luftmaschen zusammen und finde hier ungefähr die Mitte. Das könnt ihr auch mit der Leinenkette machen. Steche dann hier ein und hole mir den Faden. So. So, ich ziehe den Faden einmal so durch. Und jetzt häkle ich 3 Luftmaschen. So. Und jetzt häkle ich in jede Luftmasche jeweils ein Stäbchen. Bis wir am Ende der Reihe ankommen, also jeweils immer in eine Luftmasche ein Stäbchen und ein Stäbchen häkeln. Also Umschlag, ein Stäbchen Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch, die zweiten 2 Schlingen durch, das ist ein Stäbchen. Und so häkeln wir pro weitere Luftmasche jeweils ein Stäbchen. So, jetzt bin ich am Ende der Reihe. Eine Luftmasche bleibt bei mir aus und zwar da häkle ich jetzt in die letzte Luftmasche 3 Stäbchen, eine Luftmasche, 3 Stäbchen. Also ein Umschlag, hier steche ich ein und häkle das erste Stäbchen. So, jetzt steche ich nochmal ein Umschlag, in dieselbe Stelle einstechen. Das zweite Stäbchen häkeln, dann nochmal in dieselbe Stelle einstechen, das dritte Stäbchen häkeln. Eine Luftmasche. Und jetzt nochmal in dieselbe Stelle 3 Stäbchen. Das erste,
das zweite und das dritte Stäbchen. So, jetzt ziehe ich das Ganze zusammen. So schaut es aus. Und jetzt häkeln wir auf der Seite, und zwar in jedes Stäbchen häkeln wir jeweils ein Stäbchen. Also hier habe ich das Stäbchen, hier steche ich ein und häkle ein Stäbchen. Hier habe ich das Stäbchen, hier steche ich ein und häkle das Stäbchen. Hier habe ich das Stäbchen, hier steche ich ein und häkle das nächste Stäbchen. Und so häkle ich jetzt alle weiteren Stäbchen. So, hier habe ich alle Stäbchen gehäkelt und jetzt nehme ich mir die Luftmaschen und da häkle ich jetzt auch wiederum in jede Luftmasche jeweils ein Stäbchen. Und so häkle ich, bis ich am Ende der Reihe ankomme. So, jetzt bin ich hier am Ende der Reihe und hier häkle ich genauso wie auf der Seite 3 Stäbchen, 3 Luftmaschen, 3 Stäbchen in die letzte Masche. Hier steche ich ein und häkle das erste Stäbchen, und das zweite Stäbchen und das dritte Stäbchen, eine Luftmasche und dann häkle ich weitere 3 Stäbchen. So, hier genauso, also hier wiederum steche ich ein, wo wir waren, und häkle genauso 3 Stäbchen. Jetzt ziehe ich das Ganze ein bisschen zusammen. So. Jetzt häkle ich auf der Seite auch wiederum in jedes Stäbchen ein Stäbchen häkeln. So, da ist das nächste Stäbchen, ein Stäbchen häkeln. Dann in das nächste Stäbchen ein Stäbchen häkeln und so häkeln wir dann weiter. So, jetzt bin ich am Ende der Runde angekommen und jetzt schließe ich das Ganze mit einer Kettmasche hier. 1, 2 in die dritte Luftmasche steche ich ein, hole den Faden und ziehe die linke Schlinge durch die rechte durch. So haben wir die Runde geschlossen. Jetzt beginne ich die nächste Runde mit 3 Luftmaschen. So, da haben wir die Luftmaschen. Hier steche ich jetzt in das Stäbchen ein und häkle das Stäbchen, das erste. Und jetzt in jedes Stäbchen häkle ich erstmal ein Stäbchen. So, bis ich hier an der Spitze ankomme. So, jetzt bin ich hier an der Spitze, wo wir eine Luftmasche gehäkelt haben. Also da haben wir 3 Stäbchen auf jede Seite gehäkelt. So, hier in das letzte Stäbchen habe ich ein Stäbchen gehäkelt. Und jetzt in diesen kleinen Bogen häkle ich, hier steche ich ein und häkle ein Stäbchen. Eine Luftmasche. Und jetzt häkle ich 3 Stäbchen. In den Bogen, also hier steche ich ein, häkle das erste Stäbchen, nochmal ein Stäbchen, das zweite Stäbchen und nochmal ein Stäbchen, das dritte Stäbchen. So, jetzt häkeln wir wiederum in jedes Stäbchen ein Stäbchen. Also hier ist das erste Stäbchen, da steche ich nochmal ein. Also wenn hier zu eng ist, dann einfach auf die Seite schieben. Hier ein Stäbchen. Und dann in jedes Stäbchen jeweils ein Stäbchen häkeln. Also ich habe jetzt alle Stäbchen gehäkelt, bis ich praktisch hier wieder an der Spitze ankomme, auf der anderen Seite. Hier habe ich das letzte Stäbchen gehäkelt. Jetzt machen wir Folgendes: Jetzt in den kleinen Bogen häkle ich 3 Stäbchen.
eine Luftmasche und nochmal hier ein Stehchen, ein Stäbchen häkeln. So, also 3 Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen. Und jetzt mache ich Folgendes: hier in das erste Stäbchen ein Stehchen, ein Stäbchen häkeln und jetzt in jedes Stäbchen der Vorrunde einfach ein Stäbchen häkeln. So schaut es aus und jetzt häkeln wir, bis wir hier am Ende ankommen. Jetzt am Ende der Runde steche ich in die dritte Luftmasche, hole den Faden und ziehe die linke Schlinge durch die rechte Schlinge durch. Und jetzt machen wir Folgendes: diese zweite Runde wiederholen wir stets. Also ich beginne wieder mit 3 Luftmaschen, häkle in jedes Stäbchen jeweils ein Stäbchen. Dann häkle ich, bis ich hier an der Spitze wieder ankomme. So, hier an der Spitze mache ich wiederum das gleiche, wie wir vorhin schon gemacht haben. Also ich sehe, hier habe ich auf der Seite 3 Stäbchen zugenommen in der Vorrunde, hier ein Stäbchen. Man kann die Seite auch markieren, wo man 3 Stäbchen immer zunimmt. So, ich mache wieder das gleiche. Ich häkle ein Stäbchen in den Bogen, eine Luftmasche und jetzt häkle ich hier in den Bogen 3 Stäbchen. So. So, und jetzt häkle ich hier in das erste Stäbchen, steche ich ein, häkle das erste Stäbchen, dann in das nächste Stäbchen und häkle Stäbchen, bis ich auf der anderen Seite ankomme. So, ich habe jetzt alle Stäbchen gehäkelt, bis ich hier bei der anderen Seite ankomme. Und hier, dann schaue ich, also ich habe hier auch wiederum ein Stäbchen gehäkelt, auf der Seite 3. Wie gesagt, am besten auch die Seite markieren. Hier in den Bogen häkle ich jetzt 3 Stäbchen. Eine Luftmasche und ein Stäbchen. Und jetzt häkle ich in jedes Stäbchen jeweils ein Stäbchen. In das erste Stäbchen hier ein Stehchen, dann in das zweite und so weiter. Und so häkeln wir, bis wir hier an die Mitte ankommen. So, und hier in die Mitte schließe ich das Ganze. In die dritte Luftmasche steche ich ein, hole den Faden und ziehe die linke durch die rechte durch. So schaut das Ganze aus und wie gesagt, diese Runden wiederholen wir. Also genauso die nächste Runde häkeln wie die Runde, die wir jetzt gehäkelt haben, bis wir insgesamt, so, ich habe jetzt das soweit gehäkelt, bis wir insgesamt, also ich habe jetzt für meine Größe 9 Runden gehäkelt. Das heißt, insgesamt haben wir 18 Reihen dann. Und so schaut es auf der Seite aus. So schaut es dann vorne aus. Und so schaut es vorne aus nochmal. So, wenn wir das Ganze soweit gehäkelt haben, mache ich Folgendes. Ich häkle hier ein Stückchen zusammen, am besten auch anprobieren und schauen, dass es dann gut ausschaut, dass man genügend Breite hier hat. Und zwar, ich lege das Ganze die rechte Seite auf die rechte Seite drauf. Also ich bin jetzt hier unten und wie gesagt, vernähe ich das Ganze hier.
So, ich lege mir hier diese Ecke einmal auf diese Ecke. So schaut es aus. So, ich drehe das Ganze einmal um. Das mache ich mit der Häkelnadel. Man kann es auch mit einer normalen Nadel vernähen. Also, ich gehe hier in das erste Stäbchen, nachdem ich hier diesen Bogen habe. Hier gehe ich in das Stäbchen. In das erste und hinten auch in das erste Stäbchen. Steche hier in die 2 Schlingen ein und hinten auch in die beiden Schlingen steche ich ein. Nehme ich mir einen Faden und ziehe einmal hier durch. Dann häkle ich eine Luftmasche. So ein bisschen zusammenziehen. Und dann gehe ich in die nächsten 2 Schlingen, ein Stehchen vorne, die nächsten 2 Schlingen hinten, Faden durchziehen und mit einer Kettmasche schließen, also die linke durch die rechte durchziehen. Dann wieder hier die vorderen 2 Schlingen, die hinteren 2 Schlingen, Faden holen, die linke durch die rechte durchziehen. Und so vernähen wir praktisch das Ganze. Und so schaut es dann auf der rechten Seite aus. Wie gesagt, die Höhe, wie viel man zunäht, das kann man individuell anpassen und am besten auch anprobieren. So, wenn ich fertig bin, dann ziehe ich den Faden einmal komplett so durch und dann nur noch vernähen und abschneiden. So, jetzt häkeln wir den unteren Rand um. Wir haben hier unser Fädchen noch. Das Fädchen nehme ich mir. So, ich beginne mit 3 Luftmaschen und häkle dann hier, da haben wir 3 Luftmaschen, in das nächste Stäbchen häkle ich ein Stäbchen. Eine Luftmasche. Eine Masche überspringe ich, in die nächste Masche steche ich ein, häkle das erste Stäbchen und in die nächste Luftmasche häkle ich das zweite Stäbchen. Eine Luftmasche. Dann wieder ein Stäbchen überspringen, das nächste Stäbchen, das erste Stäbchen, das zweite Stäbchen. Eine Luftmasche. Und so häkeln wir weiter, immer 2 Stäbchen, eine Luftmasche. So schaut das Ganze aus. So, jetzt bin ich hier an der vorderen Mitte und zwar, ich habe hier die 2 Stäbchen, eine Luftmasche gehäkelt. Jetzt haben wir hier in der Vorrunde hier diese Luftmaschen, die überspringe ich und hier in der Mitte häkle ich 2 Stäbchen. Also hier steche ich ein, häkle ich an ein Stäbchen und dann hier auf der Seite steche ich ein, häkle auch ein Stäbchen. Eine Luftmasche, die Luftmasche überspringe ich und hier in das erste Stäbchen häkle ich ein Stäbchen. Dann das zweite Stäbchen, eine Luftmasche, eine Masche überspringen und so weiter. So, jetzt bin ich am Ende der Runde. Ich habe hier 2 Stäbchen, eine Luftmasche gehäkelt. Jetzt überspringe ich eine Masche, häkle hier ein Stäbchen, das zweite Stäbchen. Also jetzt ist es so, dass ich eigentlich hier 4 Stäbchen habe hier hinten. Aber ich mache Folgendes, ich häkle eine Luftmasche und verbinde das Ganze hier. Genau, und dann habe ich in der nächsten Runde hier auch nach Muster gehäkelt. So kann man das ungefähr anpassen, wenn zum Beispiel hier 3 Stäbchen
bleiben, kann man mit 3 Stäbchen abschließen oder so wie ich das jetzt gemacht habe. So, die nächste Runde beginne ich mit 3 Luftmaschen. Man kann aber auch 4 Stäbchen lassen, das ist dann egal. Und hier jetzt diese Runde komplett Stäbchen. Also in jedes Stäbchen häkle ich jeweils ein Stäbchen. Also hier haben wir 3 Luftmaschen, hier in das Stäbchen das erste Stäbchen, dann in die Luftmasche ein Stäbchen und hier jeweils in jedes Stäbchen ein Stäbchen. Das erste Stäbchen und das zweite Stäbchen. Dann in die Luftmasche und so weiter. Und so häkeln wir komplette Runde nur Stäbchen. Die Runde habe ich zu Ende gehäkelt und jetzt schließe ich das Ganze mit einer Kettenmasche. Hier in die dritte Masche steche ich ein, hole den Faden und ziehe die linke Schlinge durch die rechte Schlinge durch. So, die nächste Runde beginne ich auch wiederum mit 3 Luftmaschen. Das Stäbchen, also hier haben wir Luftmaschen, hier in das Stäbchen ein Stäbchen, eine Luftmasche, eine Masche überspringe ich, dann häkle ich 2 Stäbchen. Das erste Stäbchen, das zweite Stäbchen und so häkeln wir diese Runde nochmal im Lochmuster. Und die nächste Runde wiederhole ich einfach nur Stäbchen. Dann haben wir 4 Runden insgesamt gehäkelt. Also ich habe jetzt den unteren Rand, wie ich schon sagte, fertig gehäkelt. Also die letzte Reihe einfach nur Stäbchen häkeln. So schaut der Rand aus. So, jetzt häkeln wir den oberen Rand um. Und zwar ist es so, ich habe hier unten ungefähr 10 Stäbchen zusammen gehäkelt. So wenn ich hier, wir haben hier diese Luftmaschen immer dazwischen gehäkelt und das sind ungefähr 10 bis 11 Stäbchen, die wir zusammen gehäkelt haben. Und dann ab da zähle ich 29 Maschen und markiere ich mir hier diese Stäbchen. So, jetzt nehme ich mir hier diese Stäbchen, hole den Faden und ziehe einmal hier durch und häkle 4 Luftmaschen. So, ein Stäbchen überspringe ich, in das zweite Stäbchen häkle ich ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen überspringen, ein Stäbchen, eine Luftmasche, Stäbchen überspringen, ein Stäbchen häkeln. Und so häkle ich, bis ich unten am Ausschnitt ankomme. So, jetzt bin ich hier unten angekommen. Ich habe ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen gehäkelt. So, und jetzt hier häkle ich keine Masche mehr, hier auch nicht, sondern steche ich hier ein. Ich häkle auch jetzt keine Luftmasche, sondern häkle ich auf der Seite sofort ein Stäbchen. Also das überspringe ich, sondern gehe ich hier rein und häkle ein Stäbchen. So schaut es aus. Und jetzt häkle ich eine Luftmasche, dann überspringe ich eine Masche, ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen überspringen in die nächste, ein Stäbchen häkeln, eine Luftmasche und so häkeln wir dann weiter, bis wir bei der Markierung ankommen. Und so häkeln wir bis zu der Markierung. So, hier häkle ich dann die letzte Masche. Genau. Die nächste Reihe beginne ich mit 4 Luftmaschen, wende das Ganze. So, und häkle in das Stäbchen ein Stäbchen. Eine Luftmasche, in das Stäbchen ein Stäbchen. Eine Luftmasche und so weiter, bis wir wieder unten bei der Vertiefung ankommen. Also bis hier unten häkeln.
So, jetzt bin ich hier unten bei dem Ausschnitt angekommen. Und zwar hier habe ich das letzte Stäbchen gehäkelt, also keine Luftmasche. Jetzt mache ich einen Umschlag. Hier die 2 überspringe ich. In dieses Stäbchen steche ich ein. Also 2 überspringen und häkle ein Stäbchen. So, jetzt eine Luftmasche und in das Stäbchen ein Stäbchen. Eine Luftmasche, ein Stäbchen und dann häkeln wir wieder, bis wir am Ende der Reihe ankommen. So, jetzt bin ich am Ende der Reihe. Und zwar, da steche ich hier eine Luftmasche überspringe ich, hier steche ich ein und häkle das letzte Stäbchen. So, jetzt beginne ich wieder mit 4 Luftmaschen. Wende das Ganze und häkle wieder in das Stäbchen ein Stäbchen, eine Luftmasche, in das Stäbchen ein Stäbchen und so weiter. Bis ich wiederum in die Mitte ankomme. So, und die dritte Reihe habe ich genauso angefangen mit 4 Luftmaschen und in jedes Stäbchen ein Stäbchen. Und jetzt bin ich hier unten am Ausschnitt. Da habe ich ein Stäbchen gehäkelt. Hier habe ich die mittleren 2 Stäbchen. Überspringe ich die 2 und in das dritte Stäbchen häkle ich ein Stäbchen. Keine Luftmasche dazwischen. Jetzt eine Luftmasche und dann häkle ich bis nach oben. Und auf diese Weise, wenn man bei größeren Größen, wenn man größere Tops häkelt, dann kann man auch 4 oder 5 Reihen häkeln, je nachdem wie groß das Oberteil ist. So, so schaut es hier unten aus. So, und jetzt häkeln wir direkt auch die Träger. Und zwar, ich habe hier meine runde zu Ende gehäkelt. Jetzt mache ich Folgendes. Ich mache eine Luftmasche und steche hier ein, also praktisch in die mittlere Reihe oder die Reihe, die überspringe ich. Da steche ich ein, hole den Faden und häkle ein Stäbchen. Jetzt häkle ich 4 Luftmaschen, wende das Ganze und häkle hier in das Stäbchen auch ein Stäbchen. Jetzt häkle ich 4 Luftmaschen, wende das Ganze und häkle hier, also in die dritte Luftmasche steche ich ein und häkle ein Stäbchen. 4 Luftmaschen, wende das Ganze, also hier praktisch lasse ich eine Luftmasche dazwischen und steche hier ein, also das ist dann von unten die dritte Luftmasche und häkle auch ein Stäbchen. Und auf diese Weise häkeln wir dann die Länge, die wir brauchen, also 4 Luftmaschen, das Ganze wenden, hier Luftmasche auslassen, einstechen. So, so schaut das Ganze dann aus. Und das häkeln wir dann weiter und auf der anderen Seite machen wir das genauso. So, also auf der anderen Seite steche ich hier ein, eine Luftmasche lasse ich hier zwischen, in die dritte Luftmasche steche ich ein, hole mir den Faden und häkle eine Luftmasche. Und jetzt häkle ich hier in die zweite Runde von oben, hier steche ich ein und häkle ein Stäbchen. Und jetzt beginne ich, wie ich vorhin schon gezeigt habe, 4 Luftmaschen, das Ganze wenden und hier bei diesem Stäbchen, also nicht da, sondern hier steche ich ein und häkle ein Stäbchen. Jetzt 4 Luftmaschen. Das Ganze wenden, hier in die dritte Luftmasche einstechen, ein Stäbchen häkeln. Und auf der Seite häkeln wir das genauso, 3 Luftmaschen wenden,
ein Stäbchen und so weiter. So schaut das Ganze dann aus. Für die Tiger habe ich 18 solche Reihen gehäkelt. Die sind bei mir ungefähr 27 cm lang. Die kann man natürlich individuell anpassen. Jetzt mache ich Folgendes. Jetzt mache ich die hinten anbringen. Und zwar, wir haben hier das Muster gehäkelt. Hier das letzte Stäbchen. Jetzt zähle ich hier 18 Stäbchen. Das ist bei mir das 19. Stäbchen. Hier zwischen habe ich 27 Stäbchen. Und hier auch wiederum, da wo das Muster beginnt, habe ich 18 Stäbchen. Das kann man natürlich auch alles, wie gesagt, individuell anpassen, so wie es einem am besten passt. Also einfach anprobieren. Und jetzt nähen wir das Ganze an. Das mache ich am besten mit einer Nähnadel. Also ich lege das hier an und nähe einfach mit der Nadel an das Oberteil hier. So, also habe ich die Träger angenäht. Und jetzt machen wir noch die Fädchen vernähen, wie zum Beispiel hier. So, ich mache Folgendes. Den Faden kann man immer auftrennen in 2 Teile. So. Jetzt mache ich Folgendes. So. Jetzt gehe ich mit der Nadel, irgendwo steche ich ein, ziehe diesen Faden einmal da durch und jetzt kann ich einen Knoten machen. So, jetzt kann man das Fädchen noch irgendwo verstecken, am besten Richtung nach unten. Stiche ich so ein paar Mal ein. So, einmal so durchziehen und jetzt kann man abschneiden. So. Und so alle Fädchen verarbeiten. So schaut das Ganze aus. Ich wollte euch noch mal zeigen, wie man das Oberteil hier vorne offen häkelt. Und zwar jetzt geht es erstmal um dieses Muster. So, ich fange dann mit 3 Luftmaschen an und häkle hier ein Stäbchen. Dann eine Luftmasche, eine Masche überspringen, ein Stäbchen in die zweite, das erste Stäbchen häkeln und das zweite Stäbchen häkeln. Eine Luftmasche und so weiter. Eine Masche überspringen, das erste und das zweite Stäbchen. Und so häkelt man, bis man am Ende der Reihe ankommt. Und dann häkelt man die zweite Reihe, das ist die Stäbchenreihe. Einfach mit 3 Maschen beginnen, das Ganze wenden und in jedes Stäbchen jeweils ein Stäbchen häkeln. In die Luftmasche auch ein Stäbchen. In das Stäbchen ein Stäbchen. In die Luftmasche ein Stäbchen. Und dann häkelt man, bis man am Ende der Reihe ankommt. Hier zwischen den beiden Maschen steche ich ein und häkle das zweite Stäbchen. Oder das letzte Stäbchen. Und die nächste Reihe beginne ich auch wiederum mit 3 Luftmaschen und häkle das Lochmuster. Hier in das zweite Stäbchen das erste Stäbchen häkeln. Dann eine Luftmasche, eine Masche überspringen. Das erste Stäbchen, das zweite Stäbchen und so weiter. So häkelt man das Muster dann in Reihen.
So, genau. Und jetzt zeige ich euch, wie man hier dieses Muster häkeln kann und vor allem hier vorne dann diese Schrägung praktisch oder halt hier diesen Abschluss. So, wir fangen dann hier an zu häkeln und häkeln das Ganze nach unten. Ich beginne mit 4 Luftmaschen und häkle das Muster ganz normal, wie ich schon sagte, eine überspringen, in die nächste ein Stäbchen, eine Luftmasche, eine überspringen, ein Stäbchen und so häkeln wir, bis wir vorne am Ausschnitt ankommen. So, jetzt bin ich hier unten und zwar, wir lassen hier, wie im Video gezeigt, also 10 bis 11 Stäbchen aus und arbeiten hier dieses Muster. Also hier dieses Stück auch auslassen. Wir häkeln nicht bis nach ganz unten. So, angenommen, ich habe jetzt hier diese 10 Stäbchen. Jetzt mache ich Folgendes. Ich habe jedes letzte Stäbchen trenne ich nochmal auf. So, genau. Also eine Luftmasche, ein Stäbchen, eine Luftmasche habe ich gehäkelt. Überspringe eine Masche, in die nächste Masche häkle ich, mache ich Folgendes. Ich mache einen Umschlag, stiche ich ein, hole den Faden und häkle die ersten 2 Schlingen durch. Jetzt mache ich 2 Umschläge, überspringe eine Masche, gehe ich in die nächste, einstechen, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch, die zweiten 2 Schlingen durch. Jetzt habe ich 3 Schlingen auf der Nadel, alle 3 Schlingen durch. So schaut es aus. Dann beginne ich mit 3 Luftmaschen, wende das Ganze und häkle hier in dieses Stäbchen ein Stäbchen. Eine Luftmasche, ein Stäbchen, den Rest häkle ich nach Muster, also bis ich am Ende der Reihe ankomme und dann häkle ich die dritte Reihe. So, jetzt häkle ich die dritte Reihe und zwar hier haben wir die Schrägung gehäkelt. Jetzt bleiben hier die letzten 2 Stäbchen. So, ich mache den Umschlag, hier einstechen, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durchhäkeln. Und jetzt hier ist das letzte Stäbchen, auch ein Umschlag, hier einstechen, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch. Jetzt habe ich 3 Schlingen auf der Häkelnadel, alle 3 Schlingen durch. So haben wir jetzt diese Schrägung gehäkelt. Das ist dann hier vorne. Das wäre praktisch jetzt hier. So, und jetzt können wir für die Knopflöcher diesen ganzen Rand umhäkeln. Ich zeige es auch an diesem kleinen Stück. So, also ich habe hier praktisch den oberen Rand. Ich bin dann hier praktisch und häkle ich das Ganze mit den festen Maschen um. Also eine Luftmasche. Jetzt häkle ich hier in diese Quermaschen feste Maschen. Wir haben hier diese Quermaschen, da jeweils 2 feste Maschen. Hier in der Mitte häkle ich eine feste Maschen, hier wiederum 2. Man kann ungefähr auch sehen, wie man die festen Maschen häkeln muss. Hier haben wir ja ganz normal, da stiche ich auch ein. Und hier in jede Masche praktisch auch eine feste Masche und so weiter. Und so häkelt man bis nach unten. So, jetzt habe ich so feste Maschen gehäkelt. Jetzt häkle ich eine Luftmasche, wende das Ganze. Jetzt häkle ich hier die Luftmasche, nicht hier, sondern hier eine feste Masche. Und jetzt schaue ich, wie groß meine Knöpfe sind. Ich denke mal, da machen keine riesigen Knöpfe. Ich mache 2 Luftmaschen. 2 Maschen überspringe ich in die dritte Masche,
häkle ich eine feste Masche. Dann häkle ich in Abstand. Wie groß der Abstand sein sollte, kann man auch individuell anpassen. So, habe ein Stück gehäkelt, dann häkle ich wieder 2 Luftmaschen, 2 Maschen überspringen, eine feste Masche und so weiter. So, eine Luftmasche, dann winde ich das Ganze und häkle wieder nicht da, sondern hier eine feste Masche. Und jetzt häkle ich pro Masche hier über diesen 2 feste Maschen häkle ich auch 2, ich meine Luftmaschen, 2 feste Maschen. In jede Masche häkle ich jetzt jeweils eine feste Masche. So, hier auch 2 feste Maschen und so. Und das Ganze, so schaut es dann aus. Und auf der anderen Seite genauso umhäkeln, bloß nur ohne Löcher, Knopflöcher und dann die Knöpfe annähen, anbringen. Und so schaut es dann aus. So, also ich glaube, ich habe jetzt soweit alles gezeigt, was ich konnte. Ich wünsche euch viel Spaß beim Häkeln. Macht mit, probiert aus, abonniert meinen Kanal, schreibt mir auch Kommentare, würde mich auch sehr freuen und bis zum nächsten Mal.